Advent, Advent, mein Advent of Code Rank tankt. Ja, ich glaube, auf diesen Reim bin ich nur durch Zufall gekommen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. So langsam gehen mir die Ideen aus. Aber ja, wir sind bei Tag Nummer 12. Wir haben es schon fast halb geschafft. Und zwar geht es heute um das Regenrisiko. Wir müssen nämlich mit unserer Fähre natürlich zu unserer wunderschönen Insel kommen. Und es kann passieren, dass es anfängt zu regnen. Und das wäre nicht so cool für uns. Und natürlich müssen wir deswegen ein bisschen was machen, weil der Navigationscomputer doof ist und wir natürlich einen super Laptop dabei haben, der alles für uns regeln kann und wir quasi die perfekten Coder sind. Und zwar, ja, wir wollen jetzt tatsächlich alles perfekt machen. Und zwar geht es hierum, wir haben das Schiff quasi in der Hand, beziehungsweise wir bekommen Eingaben und müssen nun berechnen, wie es eigentlich genau fährt. Und zwar mit den folgenden Anweisungen. N, S, E, W, L, R und F. N, S, E, W sagen uns im Endeffekt, wir müssen in eine Richtung fahren um einen gewissen Wert, also quasi in Richtung Norden, Süden, Osten oder Westen. L und R drehen unser Schiff, wir fangen an, indem wir nach Osten gucken. Mit L oder R drehen wir quasi die Richtung, in die wir gucken. Also wenn wir quasi erst nach Osten gucken und uns dann drehen, dann gucken wir wahrscheinlich, glaube ich, Richtung Norden, wenn mich das nicht täuscht. Und F bedeutet einfach, wir fahren in die Richtung, in die wir gerade gucken. So, und das bedeutet, aber trotzdem, wenn wir nach Osten gucken, also quasi unser Startdingens, und aber N haben, dann fahren wir trotzdem nach Norden, also nach oben eigentlich, okay? Und im Endeffekt bedeutet das, wir können natürlich jetzt hier alles machen, was wir brauchen. Also R90A, da steht sogar die Gradzahl dabei. Okay, wir rotieren sozusagen um 90 Grad nach rechts. Das heißt, wenn wir von Osten 90 Grad nach rechts rotieren, dann gucken wir auch nach Süden. Aber es kann natürlich sein, dass wir eventuell nicht unbedingt um diesen 90 Grad rotieren, sondern eventuell woanders hin rotieren. Und am Ende müssen wir die Manhattan Distance berechnen, die quasi die Summe aus den absoluten Werten ist, die wir zurückgelegt haben. Also quasi 17, weil wir insgesamt 17 Positionen nach Osten-Westen gefahren sind und plus 8, weil wir 8 Positionen nach Norden, Süden quasi uns geändert haben. Okay. Und ja, jetzt müssen wir quasi die Manhattan Distance zwischen der neuen Position und der Schiff-Startposition berechnen. Und zwar mit diesem Input. Ach du Schande. Oh, wow. Okay, das ist ein Riesending. Hui. Okay, ja gut. Aber das macht eigentlich keinen Unterschied, weil wir ja nichts brute forcen müssen oder sowas. 788 Zeilen. Halleluja. Okay, so, jetzt schauen wir mal ganz kurz nach den Rotieren-Dingern. Also ich will jetzt mal hier ganz kurz nach R gucken. R 180, 90. Gibt es sonst keine? Doch, 90, 90, 180, 180, 90, 90, 90, 180, 270 sogar. Also immer im rechten Winkel wird hier rotiert. Es sind keine 45 Grad Winkel. Das ist schon mal ganz nett. Und die anderen Dinger geben mir quasi nur an, wie weit ich mich sozusagen bewege. Das ist gut. Okay, das kriegen wir hin. So, also wir fangen natürlich wie üblich an mit einem with open 12 SF und wir lesen uns natürlich die Route ist gleich, wobei die Route kann ich auch direkt hier definieren. Route ist gleich f.read.splitlines. So, und ja, jetzt habe ich quasi meine Route schon mal definiert. Jetzt muss ich die nur noch verarbeiten. Wobei ich das, glaube ich, ganz gerne noch ein bisschen aufgesplittet hätte. Schauen wir noch mal ganz kurz in die Eingabe. Okay, nee. Es ist natürlich immer der erste Buchstabe und danach kommt eine Zahl. Das heißt, was wir hier machen ist, die Route besteht, das machen wir mal als Lines, und die Route besteht aus einer Liste aus Direction und Value for dir, val in der erste Wert ist sollte eigentlich Lines. Ne, wir geben das direkt hier drüben ein. For i in Lines sozusagen. Also das ist Lines. Und i. Und hier sagen wir dann i von 0 eigentlich. Und val von i von
1 bis Ende. Und das konvertieren wir am besten direkt in Integer rein. Dann haben wir, glaube ich, unsere Route auch ein bisschen angenehmer. Jetzt printen wir uns mal kurz die Route aus. Ja, was zur Hölle? Print-Route, so. Okay, ja, jetzt haben wir hier Norden und ihr seht, diese 1 ist direkt eine Zahl. Das ist schon mal ganz gut. Ja, perfekt. Okay, gut. Das lassen wir erstmal so. Ich glaube, damit können wir besser arbeiten. So, also wenn wir jetzt hier durchgehen, überlegen wir mal. Wir haben hier als erstes die Operation sozusagen, die Operation, wohin wir quasi fahren. Also zum Beispiel dieses Norden und die Menge. Und dann haben wir quasi, ja, die Menge, wie gesagt. In Route. So, jedes Mal wollen wir quasi was machen. Okay, wenn, jetzt müssen wir kurz, wie merken wir uns das? Wir wollen, also im Endeffekt starten wir an Position 0,0, wenn ich das richtig sehe. So, und meine Orientierung sagt mir irgendwie, ich weiß nicht warum, normalerweise macht man es andersrum, aber irgendwie sagt mir, dass meine Orientierung, wenn ich hier quasi in X-Richtung plus mache, dann fahre ich Richtung Osten, Minus wäre Richtung Westen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und das wäre Richtung Norden und Süden, weil das quasi meine Y-Koordinate ist. Das heißt, wenn ich hier, sind die Werte immer positiv oder gibt es hier negative Werte? Nein, es gibt keine negativen Werte. Das ist gut. Also, wir müssen jetzt quasi if, ob, gleich. So, was haben wir? Wenn wir nach Norden fahren, dann müssen wir, dann ist Amount. Nee, dann passiert eigentlich gar nichts. Wenn ich nach Norden fahre, passiert nichts. Oder? Nö, dann kann ich einfach tatsächlich Position von 1 plus gleich Amount machen. Ich mache das jetzt wirklich relativ simpel, aber ich wüsste nicht, wie ich das cooler machen sollte. Gerade if, ob, gleich Süden. Ja, weil ich muss ja immer nach den Strings quasi gucken. Dann mache ich hier pos von 1 minus gleich Amount. Ups, Mount. Das wäre meine südliche Richtung. Und dann haben wir noch Osten. Ich könnte eigentlich hier auch überall elif reinpacken, weil das kann ja nur 1 sein. Dann geht es ein bisschen schneller, da muss ich mich die anderen Dinger nicht überprüfen. Wobei das wahrscheinlich nicht viel ausmacht. So, dann ist Position von 0 plus gleich. Ich könnte es jetzt natürlich noch cooler machen und sagen, hey, wenn wir Norden haben, dann ist quasi unsere Wahl. Ja, okay, das könnte man wirklich auf. Ach, so kann man es gut lesen, meine Fresse. Okay, dann passt das und elif ob gleich. Was haben wir noch? Westen, dann ist unsere Position von 0 minus gleich Amount. So. Und ja, dann haben wir noch elif, wenn es forward ist, ob gleich forward. Dann müssen wir gucken. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt tatsächlich ein bisschen intelligenter. If, ob, gleich f. So. Position und nee, Orientation eher. Orientation ist gleich am Anfang Osten. Dann ist ob gleich Orientation. So. Dann geht es hier quasi weiter, weil das sind ja jetzt separate Ifs hier. Die sind ja unabhängig. Okay, wenn wir uns drehen, das ist hier nochmal ein elif. Elif ob gleich rechts. Dann machen wir hier eine Rotation rein. Rotation ist gleich. Wisst ihr, was wir machen? Wir bauen uns ein Enum dafür. Oder besser ein Dictionary, das ist einfacher noch. Und zwar haben wir hier Dictionary, was von 0 auf Osten geht. Von 90, von 90 als Zahl liefert mir das. Jetzt muss ich überlegen. Wenn ich im Uhrzeigersinn gehe von Osten, dann bin ich im Süden. 180, was mache ich denn? 180 wäre dann der Westen. Und, Alter, 270 wäre der Norden. So, und Orientation ist jetzt eigentlich immer gleich berechnet als Rotation
dann brauche ich noch die Current Rotation. Current Rotation ist gleich 0. Als Rotation von Current Rotation, das müsste eigentlich immer das Ding sein. So, dann kann ich eigentlich hier einfach hergehen und kann sagen, wenn ich nach rechts drehe, dann ist meine Rotation, meine Current Rotation plus gleich der Amount. Und wenn ich eben nach links drehe, dann ist meine Current Rotation minus gleich der Amount, oder? So, das sollte eigentlich soweit passen. Ich wüsste jetzt nicht, was noch fehlt. Okay, wir wollen jetzt mal ganz kurz uns... genau, die Current Rotation muss noch angepasst werden. Die Rotation... Moment, wie habe ich es genannt? Die Orientation muss hier angepasst werden. Ich glaube, das machen wir einfach direkt am Anfang. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. So, weil dann wird es quasi direkt immer berechnet und dann ist das auch in Ordnung. Eigentlich bin ich hier schon fertig, oder nicht? Mal gucken, was passiert. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal direkt. Und geben uns aus... geben uns die Position einfach aus, oder? Gucken, was passiert. Tuple does not support item assignment. Ach, ups. Machen wir eine Liste draus. Key Error 360. Ja. Ja, natürlich. Current Rotation Modulo 360. Geht das? Ja, das müsste eigentlich gehen. Modulo 360. Immer. Natürlich. Current Rotation plus Amount. Current Rotation minus Amount und das Ganze hier in Klammern. So, und jetzt sind wir hier bei der Position, dann sagen wir hier einfach Ups, weil wir natürlich nur positiv rechnen, so ist die Dings bestimmt. Ups von Pos von 0 plus Ups von Pos von 1. 1631. Jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich schon die Lösung war. Das war tatsächlich gar nicht so schwer. Es war mehr Code. Ja, okay. Gut, war nicht so schwer. Jetzt bin ich gespannt, was Part 2 macht. Before you can give, ich lese das mal kurz durch und pausiere euch währenddessen, beziehungsweise schneide das dann raus. Okay, weil wir mal wieder boosted sind, müssen wir oder haben wir die Instructions falsch verstanden. Was bedeutet, wir haben hier NSEW als nicht das Schiff bewegt sich in diese Richtung, was natürlich völlig unmöglich ist, sondern der Wegpunkt, also quasi da, wo wir gerade hinfahren, der wird verschoben. Also zum Beispiel nach Norden oder Süden oder sonstiges Zeugs. L und R bedeuten, wir rotieren den Wegpunkt um das Schiff rum, um quasi eine gewisse Anzahl an Grad. Und F bedeutet, wir schieben uns in Richtung des Waypoints und zwar so und so viel Mal. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn wir jetzt hier mal uns kurz das Beispiel angucken, wenn wir also der Wegpunkt startet bei 10 Ost, 1 Nord. Und wenn wir F10 bekommen, bedeutet das, wir fahren 100 nach Osten und 10 nach Norden, quasi 10 Mal in diese Richtung. Also exakt 10 Mal. N3 wiederum bedeutet, der Punkt wird noch 3 mehr in den Norden geschoben, das heißt, er ist danach 4 im Norden. Das heißt, der ist quasi so um unseren Punkt drumherum. Und R90 bedeutet, R90 rotiert den Wegpunkt um 90 Grad. Um 90 Grad clockwise. Jetzt müssen wir Mathe machen. Ach du Scheiße, müssen wir hier mit Sinus arbeiten oder was? Das bedeutet dann, Sekunde, der rotiert uns sozusagen um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Was bedeutet aus den... Was war es vorher? Der Wegpunkt war 10... Moment. Der Wegpunkt war 10 Osten, 4 Norden. Jetzt ist er 10 Süden. Also, weil Osten wird zu Süden. 4 Osten, habe ich das richtig überlegt? Ja, 4 Osten, 10 Süden. Okay. Okay, das wird schon deutlich schwerer. Wir werden das jetzt hier in eine...
Okay, Leute, wir werden das jetzt hier in eine separate Funktion packen. Dev Part 1. Abhängig von Route natürlich. Und wir werden das hier tatsächlich alles da reinstecken. Und ja, so, das ist quasi unser Part 1. Den lassen wir da. Und jetzt sagen wir hier Dev Part 2. Und der ist auch abhängig von Route. Und sagen hier erstmal kurz Pass. Und wir geben hier in if name. Komm schon, schlag mir das doch vor. Komm schon, name. Gleich, main. Das wurde mir neulich erstmal vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht geht. Machen wir Part 2 von Route. So. Und dann wird diese Funktion hier ausgeführt. So ist das Ganze ein bisschen ordentlicher und aufgeräumter. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade. Okay. Ich werde dann nochmal komplett von vorne dran gehen, glaube ich. Und zwar, wir brauchen, also unser Wegpunkt, also wir brauchen definitiv einen Nadel Waypoint, ist gleich, wir haben Norden, Osten, Süden, Westen. Wir haben Osten 100, Norden 10. Uff. Okay. Wie machen wir das? Machen wir das als Dictionary oder machen wir das als einfache... Ne, wir machen das als Liste. Ich glaube, das ist mir angenehmer. Oh, wobei wir natürlich auch einfach Norden, Osten, Süden, Westen hier reinpacken könnten, ne? Ja, das ist, glaube ich, mir am liebsten. Also, Norden... was hatten wir? Sekunde, ich muss nochmal nachgucken. 1 Norden, 10 Osten. Also Norden, Osten, Süden, Westen. So, ist es im Uhrzeigersinn, oder? Das ist doch im Uhrzeigersinn. Norden, dann kommt Osten, dann kommt Süden und dann kommt Westen. Ja, das ist tatsächlich im Uhrzeigersinn. Das ist wichtig. Okay. Und hier stört mich schon wieder was. So, dann haben wir unsere Position. Die ist gegeben als 0,0. Dann haben wir, was haben wir denn noch für Informationen? Ansonsten haben wir nichts als Information, ne? Okay, wenn wir rotieren, dann müssen wir das Ganze... Hehe, ich habe eine geile Idee. Okay. Was hatten wir geschrieben? For Op und Amount in Route. So, also if Op. Das können wir uns jetzt tatsächlich nochmal kopieren hier. Die Rotation interessiert uns jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Es geht ja jetzt nur noch um die Punktnadel hier. Die Orientierung interessiert uns auch nicht. F ist ein anderes Ding. Das moved uns quasi vorwärts, aber wir brauchen das if trotzdem. Okay. Halt, stopp, das da. Okay, dann machen wir hier ein elif erstmal draus, weil was anderes kann es nicht geben. So, wenn unsere Operation F ist, dann wird, dann brauchen wir jetzt noch hier die Dingens, die Verrechnung sozusagen. Norden und Osten sind positiv, Westen und Süden sind negativ, also jetzt nicht wertend gemeint, sondern als Berechnung gemeint. Das heißt, unsere Operation ist gleich... Beziehungsweise, nee, unsere Position von 0 ist gleich Position von 0 mal, oh ja, mal Waypoint von, warte, x ist Osten, Waypoint von 1 ist Osten, minus Position von 0. Ne, Moment, nee, nicht mal. Plus. Genau, plus Amount mal Waypoint von 1. Das wäre quasi, also wenn wir hier nach Osten fahren würden, dann wäre das sozusagen, wenn wir F7 stehen haben, würden wir 7 mal diese Menge nach Osten fahren. Das ist ja genau das, was wir machen sollen. Also 70 quasi. Das wäre das. Aber wenn wir bei Waypoint von 1 nichts drin haben, also 0 drin haben, weil wir am Rotieren waren, dann ist Waypoint von 1 immer noch 0. So, jetzt sagen wir hier minus, minus Amount mal Waypoint von 3. Das wäre dann nach
nach Westen. Also quasi, wenn wir nach Westen fahren, wird das Ganze negativ. Und zwar auch wieder um 70 zum Beispiel. Das heißt, wir fahren quasi wieder 70 zurück. Und die Position von 0 bleibt eigentlich gleich. Das heißt, ich kann hier plus gleich schreiben. Und ja, ich könnte hier auch die Amount ausklammern. Das wäre irgendwie hübscher und aufgeräumter noch. So, also quasi wir fahren nach Süden, aber nicht, wenn wir nach nicht, wenn wir nach Westen fahren, dann fahren wir halt negativ. Okay, dasselbe müssen wir jetzt noch machen für Position von 1. Und zwar Position von Position von 1, doch, das ist meine Y-Nadel, die fährt nach oben. Also Norden ist positiv und Süden ist negativ. Das sollte theoretisch so funktionieren. So, wenn jetzt da Norden steht, dann möchte ich meine Nadel nach Norden. Geht das, dass ich meine Nadel in alle 4 Richtungen austeile? Das müsste sogar gehen. Oh shit. Ja, doch. Okay. Also meine Nadel, meine Position von 0 plus gleich Amount. Nicht Position, Waypoint von 0. Das ist quasi meine Nordnadel. Dann meine Südnadel. Verrechnet sich das? Ja gut, ich verrechne es ja quasi hier oben. Müsste sich auch eigentlich immer mitdrehen. Meine Südnadeln wird aber auch plus gleich Amount gerechnet. Oh, dann werden die aber irgendwann echt riesig, ne? Oder ich rechne natürlich hier die Nordnadel negativ, aber nee, dann rechne ich nur auf der Nordnadel rum, das ist auch Quatsch. Meine Ostnadel wäre Waypoint. Halt, stopp, das ist von 2. Meine Ostnadel wäre Waypoint von 1. Das ist ja quasi meine Startnadel und das hier muss ich auch plus rechnen. Das ist quasi meine Westnadel, muss plus gleich gerechnet werden. So, und jetzt, wenn ich mich rotiere, dann mache ich Folgendes. Dann wird okay, wenn ich mich nach rechts rotiere, dann gehen die Werte alle 1 im Uhrzeigersinn. Nee, nicht 1. Dann gehen. Also, dann ist unsere Amount erstmal ist gleich Amount durch 90. So, dann habe ich nämlich die Anzahl an Felder, die ich rotieren muss, und zwar entweder 0, 1, 2, 3 oder 4. Und ich muss nach rechts rotieren. Können wir das breaken hier? Können wir glaube ich, breaken, oder? Ja, ich glaube, ich break das hier erstmal. Quatsch, ich continue das erstmal. Damit ich hier quasi aufgeräumt bin. Continue, continue, continue und continue. So. Hier unten kann ich dann davon ausgehen, dass wir wirklich nur noch rotieren müssen. Nachdem muss ich auch noch continue. Wenn wir hier unten angekommen sind, dann continuen wir nur noch. So. Okay. Wenn wir nach rechts drehen, dann drehen wir um. Ne, das kann ich echt nicht so machen, ne? Ich muss das separat implementieren. Glaube ich. Gibt es wahrscheinlich eine coolere Implementierung, ihr dürft mir gerne eure mal wieder schicken. Aber wir haben jetzt hier im Endeffekt eine Zahl zwischen wahrscheinlich 1 und maximal 4. Das heißt, for i in range von amount. So oft rotieren wir das Ganze. Rotieren bedeutet, in dem Fall, wir wollen die erste Zahl an zweiter Stelle haben, die zweite Zahl an dritter Stelle und die letzte Zahl wollen wir an erster Stelle haben. Aus dem Westen wird quasi Norden, weil wir rotieren ja so rum. Also was hier steht im Westen, wird quasi Norden. Das bedeutet, wir poppen uns die letzte Zahl und, Moment, wie habe ich das genannt? Waypoint. Waypoint ist gleich Waypoint.pop von 3. Das ist die hinterste Zahl. Plus Waypoint. Oh Quatsch, ich brauche da nicht Pop machen oder so. Würde auch funktionieren. Punkt. Ne, wisst ihr was? Das machen wir anders. Waypoint von 3 einfach. Und hier sagen wir Waypoint
von bis 3. Also quasi, dass ich das letzte... Ich bin sicher, es gibt hier wahrscheinlich auch in Python irgendeine Rotate-Methode, aber die kenne ich gerade tatsächlich nicht, muss ich sagen. Und das machen wir im Endeffekt so oft, wie wir es bei Amount drin haben. Wenn bei Amount 1 rauskommt, dann haben wir hier 90 Grad drehen. Wenn bei Amount 3 rauskommt, haben wir 270 Grad drehen. Dann machen wir das halt 3-mal. So, jetzt machen wir aber genau dasselbe für links auch, nur andersrum. Das heißt, bei links wollen wir das, was ganz links steht. Wir wollen links was stehen haben. Wir wollen von 1 bis Ende wollen wir quasi durch haben. Und wir wollen dann Waypoint von 0 dann noch dran haben. Das ist quasi unsere Berechnung. Und das machen wir jetzt so oft, bis wir es haben. So, und dementsprechend müssten wir eigentlich da durchlaufen und dann kriegen wir unsere... Achso, ja, Return habe ich ja auch nicht gemacht, ne? Nee. Und dann können wir hier tatsächlich unsere Position schon berechnen. Print. Die Position berechnet sich immer noch gleich. Das heißt, das kann ich einfach mal kopieren. Ups. So. Gucken wir mal, was passiert. 5008. Oh, das könnte ein bisschen viel sein. Wobei, gucken wir mal, ob es richtig ist. Das war richtig. First try, Leute. Ich glaube, das war tatsächlich ganz geil. Ich mag meine Lösung insofern, als dass sie relativ straightforward ist, muss ich sagen. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch interessantere Implementierungen. Wenn ihr irgendwie was Cooleres gefunden habt oder irgendeine coolere Info oder sowas habt, dann schreibt ihr mir das ganz gerne. Und ja, vielleicht sehen wir das dann in einem späteren Video zu Advent of Code oder in einem separaten Tutorial, weil ich meine Python-Playlist auch gerne mal wieder ein bisschen ergänzen würde. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare und so weiter. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.